Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei einer Folge Per Aspera. Bevor wir hier loslegen und unseren Gegner hier komplett in Stücke zerfetzen, der hat nämlich kaum noch Drohnen, nur noch ein bisschen wie hier an seinen Drohnenstücken. Und das sind auch nur die kleinen, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Hier wohnt unsere Hauptflotte mit fast 600 Drohnen und hier unten haben wir auch noch ein paar hundert Drohnen überall verteilt. Das heißt, das hier macht überhaupt kein Problem für uns. Wir legen mal langsam gemächlich los und währenddessen möchte ich euch noch mal ganz kurz darum bitten, wenn ihr Bock habt, dann würde ich mich tierisch drüber freuen, wenn ihr vielleicht ein kleines Follow hier lasst. Außerdem bei Twitch mache ich öfters was. Da würde es mich echt freuen, wenn man sich dort auch mal sieht. Wir können da ein bisschen schreiben. Vielleicht habt ihr auch Bock, ein bisschen was zu zocken. Und zwar momentan ist es V-Rising, was ich ab und zu bei Twitch mache. Man kann es beschreiben als Conan Exiles in einer Diablo-Variante. Und macht echt Bock. Und ich habe dort einen Server auf jeden Fall aufgebaut und würde mich freuen. Vielleicht hat man da mal Lust, ein bisschen was zu quatschen, zu zocken. Deswegen schaut mal bei Twitch rein. twitch.tv/ragaz. Und ja, würde mich freuen. Ansonsten schreibt auch natürlich mal in die Kommentare hier rein, was ihr so am Zocken seid. Vielleicht habt ihr noch Tipps für dieses Spiel hier. Und ich sehe gerade, hier sind erste Wolken unterwegs. Das gab es bis jetzt noch nicht oder ist mir nie so richtig aufgefallen. Hier, komm. Lass mal laufen. Ich schicke die jetzt dahin. Ja, wie sieht sonst aus? Sonst ist alles ziemlich cool. Wir haben eine gute Drohnenaufbausituation dort. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass der noch hier reinkommt, damit der Drohnenstock draufballert. Aber das wird auf jeden Fall passieren, sehr gut. Weil sonst sind die 41 tierisch schnell kaputt. Wir haben auch schon die besseren Waffen haben wir noch nicht. Deswegen, aber der Drohnenstock, der macht's wett. Der macht's richtig wett. Guck dir mal an, wie der am Ballern ist. Der hat die jetzt schon kaputt. 14:10. Zack, Ende. Sehr gut, okay. Dann lassen wir die mal darüber gehen. Ich weiß nicht, ob wir hier alles kaputt machen müssen oder nur die Drohnenstöcke. Vielleicht können wir den ganzen Rest übernehmen. Obwohl das verdammt viele Gebäude sind, die ich gar nicht übernehmen will. So, hier waren noch 160. Ich lasse die einfach mal dazugehen. Da ist schon alles am Arsch. Oh, die nehmen sich jetzt eins nach dem anderen vor, wie es scheint. Die 160 lassen wir auf jeden Fall noch dabei kommen. Lass mal ein bisschen mit Speed hier. Zack, zack, zack. Guck dir das an. Hier, zack, zack. Das geht schneller, als ich irgendwie steuern kann. Guck dir das mal an hier. Zack, zack, zack. Alles kaputt, kaputt, kaputt. Geh erstmal hier hin. Wir warten mal kurz. Ja, gehen wir mal da oben hin. Okay, ist auf jeden Fall ordentlich die Action. Ich nehme mir die mal alle hier und lasse die mal mit da reinziehen, damit das einfach noch ein bisschen größer wird. Zack, zack, zack. So, da haben wir schon eine ganz große Armee. Dann lassen wir die mal hier ein bisschen wüten. Ja, die
Das ist schon am Laggen, so schnell geht das einfach. Zack, kaputt, zack, kaputt, zack, kaputt, kaputt, das nächste kaputt, das nächste kaputt. The satellite launch was a success. I have access to Sector SA-5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. Gut zu wissen. Erstmal haben wir aber hier noch ein bisschen was zu tun. Und zwar da. So, ich nehme die nochmal kurz und lasse die mal kurz da drauf steuern. Nicht, dass wir noch zu viele verlieren. Da geht schon ordentlich los. Tja, so schnell geht das. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Ziemlich am Laggen. Hallo? Mach das Ding kaputt. Erstmal das Ding bitte. Und da haben wir unseren Gegner schon so ziemlich zerfetzt. Da oben noch ein bisschen. Dann haben wir noch einen Drohnenstock da oben. Der scheint aber schon inaktiv oder zumindest neu gebaut zu werden. Ja, wie auch immer. Ja, jetzt müssen wir einfach nur den ganzen Rest hier kaputt machen. How should I proceed? Die Basis weiterbauen oder den Sektor erkunden. I have detected an abandoned building in SA-5. I should explore it. The records show that it's from the former Indian Space Research Organization. They were among the first organizations to build a Mars Stopp, stopp, stopp. Das wollte ich gerade nicht. base for exploiting minerals. If I build a research outpost at this site, we may find some useful material to help our mission. Ah, sehr gut. Ja, werden wir auf jeden Fall weiter erforschen. Erstmal sind wir hier noch ein bisschen dran. Und sorgen dafür, dass eine Menge Schutt hier entstehen wird. Ja, so sieht die Sache aus. ...86 Meter haben wir schon an Wasserhöhe. Ja, sieht man schön, wie der gemütlich The überall remains of the durchgeht. Curiosity rover are also located in SA-5. It was the 6th rover sent to Mars, and the most successful one for decades. Unglaublich. The Curiosity rover was an incredible achievement. It was meant to operate for 2 years. Halt, du sollst nicht zur Basis zurück.
but outperformed that by many years. The findings from that mission set the stage for the human exploration era of Mars. If I can recover its black box, I can find out what happened to the rover in its final years. Kampfdrohnenwaffen wurden verbessert. Ich würde gucken, dass wir jetzt auf was anderes gehen. Was bringt mir das hier? Kolonistenlimit. Das hatten wir schon gemacht. Hier sind wir auch schon bei ein paar Sachen fertig. Dann gehen wir mal da drauf. Alt. Fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Only those blessed by Mother may live on Mars. The rest shall perish. Carmine is eternal. We will rise again. Tja, damit haben wir die erste Basis oder scheinbar erste Basis von Carmine erstmal erledigt. Der warnt uns natürlich direkt wieder vor, dass die wieder auferstehen werden. Aber wir sind mit denen erstmal fertig. Und hier haben wir einige an Ressourcen, was wir da noch machen können. Das heißt, wir werden uns ein bisschen was hier nach oben ausbreiten können. Genauso haben wir den neuen Sektor. Die Ruinen, die wollen wir auf jeden Fall noch erforschen. Irgendwo haben wir noch irgendwas von einem Rover. Ah, das ist der sogar schon. Perfekt. Der erste Punkt, den ich mir angucke, ist es. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Ob wir hier wieder so eine Trasse bauen, wie beim letzten Mal. Eben hier rüber. Und machen dann hier wieder was Neues. Oder ob wir einfach diese Basis als fette Siedlung einfach komplett hier rüber wachsen lassen, was natürlich viel länger brauchen wird, bis wir das dann erforschen können. Momentan ist das nämlich auch unsere einzige Direktive, die wir haben. Alle anderen haben wir schon abgeschlossen. Ich hoffe mal, dass das mit den Angriffen damit auch... There. We have taken out the hostile force. But who are they? Why are they attacking the base? And is that all of them? Waren das alle? Ja, nein oder unbekannt? Ich würde vermuten, nein. Aber es ist natürlich auch unbekannt. Beides gleichzeitig. Es könnten alle gewesen sein, aber ich denke nicht. No, there will be more out there. I should upgrade my military technology for next time. So schaut's aus. Und genau das haben wir natürlich auch vor. Dass wir hier ordentlich was an Feuerkraft zusammenstellen können. Aber erstmal haben wir noch ein bisschen was vor. Und zwar, ich würde auf jeden Fall erstmal schauen, dass wir unsere ganze Basis hier ein bisschen ausbauen. Wir haben noch über 100 Plätze frei, was wir hier zerbauen können. Wir haben jede Menge Ressourcen noch frei. Wir müssen hier noch rüber bauen. Hoch können wir bauen. Okay, da habe ich aus Versehen scheinbar einen Knopf erwischt. Ich dachte schon, da passiert irgendwas. Dr. Foster ruft uns an. Amy, this is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Are the relay satellites still having problems? No, but you're hearing something else. I'm in the main meeting room of the Operations Center. Here with me is Madeline Aubert, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Morias, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood.
Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not. But that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course. The base was attacked by an unknown enemy, originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claimed to locate in SA-1 wasn't an enemy base. We've concluded that the buildings and drones located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? I apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. Quiet, please. I think I might know what happened here. Amy, do you know what fringe consciousness is? Bewusstsein. Sowas in der Art von einem Vorleben. Yes, it is a certain class of mental phenomena and behavior that is not quite conscious nor unconscious. That is correct. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes. I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. You all know that we modeled Amy after the human brain. So why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. Precisely. We have never experienced a fringe event with AI. The laws of robotics may not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. Is this not proof that we built Amy as intended? That we've succeeded in modeling the human brain? The lives that were lost in the colonies, that is unfortunate. But we are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. Silence from the assembly. You are completely out of order, Dr. Foster. We're trying to secure the human occupation of Mars, not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. We will conduct a cognitive test to prove it. You'll see. I am sorry, Dr. Foster. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. That's all. You'll be fine. I want you to stay alert. Keep working on that terraforming, okay? And Amy, take care of yourself. It has been an absolute honor watching you direct humanity's future. Goodbye. Okay. Das wird irgendwie immer seltsamer und seltsamer. Zum einen war das eindeutig eine Basis von Carmine. Die Erde sagt allerdings, nein, das war eine Basis von uns, die wir mal irgendwann gebaut haben. Irgendwas passt vorne und hinten gerade nicht. Also absolut überhaupt nicht. Und genau das macht das Spiel interessant. Es ist nicht einfach nur ein bisschen Terraforming, wir machen den Planeten grün und blau, sondern da steckt auch noch viel mehr dahinter.
Und genau das macht es richtig interessant. Also für mich macht es das richtig interessant. So, die können wir auch noch abbeißen. Was haben wir da? Da ist nichts. Da ist auch noch alles am Laufen. Okay. Also alles in allem, es ist schon ein fantastisches Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Earth's excess of greenhouse gases is a big part of why this mission exists. So it seems fitting that we import some of those gases for use here on Mars. Okay, es geht gerade darum, dass wir Treibhausgase von der Erde importieren. Irgendwie so. Okay, ich werde beides bauen müssen. Fangen wir an mit der Wartungsanlage. Ich baue die dahin. Ich habe genug, um noch ein Kernkraftwerk zu bauen. Komm einfach dahin. Dann habe ich hier das Terex 1 Landemodul. Das gucke ich mir jetzt an. Erstmal baue ich das. Und dann da eine Forschungsstation. Genau. So, dann lassen wir das bauen. Da sieht alles gut aus. Stromtechnisch ist auch alles okay. Dann das heißt, wir werden noch eine Wartungsanlage bauen müssen. Irgendwie so. Strom. Ich glaube, noch ein Kernkraftwerk würde ich bauen. So. Could Dr. Foster have been right? Or maybe what he called a fringe event could have been something else. Oh, was sein. Okay. Könnte er recht gehabt haben. Könnte korrekt sein. Ich sag mal, dass es korrekt ist. It would explain what happened with the colonies, but I still cannot believe I could hurt people. So, dann machen wir noch eine Relaisstation hier hin. Eine Siliziummine dahin. Ist drin. Da mache ich eine Batterie jetzt hin. So. Dann können wir das hier alles mal aufbauen lassen. So. But I saw the attack. How could I do that? And not be conscious of launching the attack? Okay. Wir scheinen ein bisschen sauer zu werden. Oder schockiert eher. Wir könnten noch ein Lagerzentrum hier hinbauen. So. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Dr. Foster's theory has too many holes. Surely the colonists would have noticed something if I were in control. They still think the children of Carmine are out there. We have yet to solve that mystery. Okay, da haben wir Strom und alles da. Behaupte ich mal. Ja, doch. Dann geht das auch.
So, dann mache ich hier noch ein Lagerzentrum hin. Dann haben wir hier nämlich noch einen Kreislauf geschlossen. Wie sieht es mit den Relaisstationen aus? Mache ich jetzt dahin. Fertig. So. Sehr gut. Dann haben wir nämlich da noch eine Relaisstation hingemacht, die dann noch ein bisschen was Transport übernehmen kann. Und dann müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir gehen. Also wir müssen auf jeden Fall hier rüber gehen eigentlich. Da haben wir nicht viel Wahl. Das bedeutet Wartungsanlage. Würde ich eine dahin bauen. Energie, Solar. So. Dann machen wir noch eine Relaisstation. So, dann haben wir da nämlich eine Verbindung erstmal. Gucken wir uns das gleich später an, sobald das fertig gebaut wurde. Warum sinken unsere Kolonisten? Oder warum sind die rot im Generellen? Verlassene Roboterbasis. Egal, wir lassen erstmal alles bauen. Was ist das hier? Eine Wartungsanlage. Bau die bitte wieder auf. Genauso wie die Chemiefabrik und die Nahrungsmittelfabrik. Warum ist das alles kaputt? Ist da was eingeschlagen? Und wir haben einen Anruf von Lieutenant Calderon. Amy, this is Houston. Do you copy? Over. Houston, this is Amy. I copy. Roger. This is Lieutenant Carlos Calderon. Hello, Carlos. I'm the new mission manager. You'll be reporting to me now. I served in the Air Force, so I will ask you to refer to me by rank. Okay. Ist mir eigentlich scheißegal, ob der in der Air Force war. Was ist mit Dr. Foster passiert? What happened to Dr. Foster? ISA's board has gone through a major restructuring. The ones who've been replaced have been given an early retirement offer. I imagine Dr. Foster's enjoying a new life in Brazil somewhere. Farming, most likely. Is this related to what happened in the board meeting? We felt the former administration was no longer performing to satisfaction. Our partners have invested millions on this mission. We've got commercial obligations to fulfill. There is no room for error and no room for personal ego. I've been charged with getting the mission back on track and ensuring its success. Dr. Foster never mentioned these obligations. What would those be, Lieutenant? Our partners are interested in Mars resources. They are planning to mine them to supply future space missions, as well as Earth. I should mention that the board is concerned with your recent behavior. For now, I'm continuing the mission as planned, due to your remarkable progress on terraforming. I understand. We've recently picked up satellite communications coming out of the Techie territory. We believe they've been targeting you. There's no proof they've successfully infiltrated our network, but the cognitive test will determine that. Will the test be testing my intelligence? My personality? My emotionality? Neither. They may have modeled your system after the human brain, but there's one huge difference. Humans are born with something we call a moral compass. While our moral reasoning skills change with experience, we start with an innate basis. You, however, need explicit programming on the notion of morality. You have to be told what's right or wrong through a series of rules. If someone got into your code, they could influence you into making the wrong judgment. The Oxy-UN has been racing the techies into space since before our coalitions existed. And thanks to you, we're winning. You've carried out the mission successfully this far, so this sudden misstep must be the result of some unauthorized access. I understand. What will happen if I fail the test, Lieutenant? Will I end up farming in Brazil?
The test is more of a procedure to examine your code. There won't be any failing. If there's something wrong with your programming, we'll find it. Answer honestly, and there won't be any problems. We're monitoring your activities around the clock here at Mission Control. Resume your normal activities until we execute the test. Houston out. Tja. Was soll man dazu sagen? Na gut, dann werden wir bald getestet. Und ja, während wir hier dran waren, wurde aus einem See ein Riesenmeer. Und noch weitere sind entstanden. Wir werden auf jeden Fall noch einiges machen müssen, damit wir hier weiterkommen. Wir haben jetzt hier oben ein bisschen was angefangen zu bauen, hier unten ein bisschen was angefangen zu bauen. Unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall das hier zu erreichen. Und dann werden wir natürlich wissen wollen, was ist dieser Test. Das alles natürlich in der nächsten Folge und dann gucken wir mal nach, was die da in Houston mit uns hier eigentlich treiben. Weil so langsam wirkt das alles ziemlich seltsam und merkwürdig. Macht Jod, schwingt der Hut, grüß euch J, ich bin fort.